Einen wundervollen guten Tag. Willkommen zu einer weiteren Runde Security und Privacy. Heute mit einem Browser. Und ja, wir hatten schon Windows kennengelernt, wie wir das da machen. Wir hatten schon uns angeguckt, wie wir Linux Tails benutzen. Verlinke ich euch alles in der Endkarte. Dieses Mal eben mit einem Browser. Und der sicherste und anonymste Browser, zumindest der am meisten Wert drauf legt, ist Firefox tatsächlich. Gründe dafür werdet ihr in einem separaten Video von mir erfahren. Es gibt noch andere Browser-Systeme natürlich, es gibt auch Chrome, es gibt auch Privacy-Optionen für Chrome, aber mit Firefox ist es dann doch am einfachsten. Ihr könnt natürlich direkt den Tor-Browser benutzen, aber der ist halt einfach nicht so geil alltagstauglich. Deswegen nehmen wir hier uns Firefox vor und machen den mal, naja, hübschen den sozusagen auf. So, dazu gehen wir hier auf die 3 Punkte. Und sagen hier unten Einstellungen. Und hier können wir tatsächlich unter Datenschutz und Sicherheit einige Sachen einstellen. Standardmäßig ist das hier bei euch auf Standard, deswegen heißt es so. Und hier sehen wir schon, es werden schon einige Sachen blockiert. Allerdings hauptsächlich in privaten Fenstern. Und Cryptominer sollten sowieso blockiert werden, weil das eigentlich mehr oder weniger Malware ist. Identifizierer, Fingerprinter werden auch automatisch blockiert. Das könnt ihr entweder so lassen oder ihr stellt sie auf Benutzer definiert, denn dann könnte ich hier noch ein bisschen mehr machen. So, wir sehen hier, was wollen wir denn generell blockieren? Inhalte zur Aktivitätsverfolgung in allen Fenstern grundsätzlich und hier bei den Cookies. Jetzt ist es hier ein bisschen schwieriger. Welche Cookies wollt ihr erlauben, welche wollt ihr nicht erlauben? Cookies an sich sind nichts Böses, aber sie können zum Tracking missbraucht werden. Das heißt, Cookies sind im Endeffekt so eine Art kleines bisschen Speicher, den die Webseite bei euch auf dem System hinterlegen darf. Und wenn ihr sagt, wir wollen alle Cookies blockieren, das wäre jetzt wahrscheinlich das erste Go-To von euch, dann werden viele Websites gar nicht mehr funktionieren. Ihr werdet zum Beispiel eigentlich kein YouTube mehr gucken können in dem Sinne, was nicht unbedingt in eurem Interesse wahrscheinlich ist. Wir wollen das Ding ja alltagstauglich halten. Deswegen wollen wir hier vielleicht nicht alle Cookies blockieren, sondern vielleicht eher alle Cookies von Drittanbietern. Allerdings auch dann werden wahrscheinlich einige Seiten nicht mehr funktionieren. Weil, ja, manchmal braucht ihr eben solche Sachen. Also sowas wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein YouTube-Video bei mir auf der Webseite einbinde, dann wird das bei euch nicht funktionieren, eventuell. Und das ist halt auch Quatsch. Also da müsst ihr dann tatsächlich gucken, was ihr am sinnvollsten brauchen könnt und was ihr nicht brauchen könnt. Wir können tatsächlich hier sagen, wir machen mal seitenübergreifende Cookies bzw. Cookies zur seitenübergreifenden Aktivitätsverfolgung. Also Cookies, die euch tracken sollen und die nicht von der Seite sind. Das ist die schwächste Option. Damit sollte eigentlich das meiste noch funktionieren. Wenn aber ihr hier was Höheres einstellt, dann denkt bitte dran, wenn eine Seite nicht funktioniert, dass ihr es wieder runterstellen könnt. Okay, der nächste Schritt ist einfach hier weiter scrollen. Ja, wir machen noch mehr als nur diese kleine Webseite hier, keine Sorge. Aber hier haben wir auch die Möglichkeit, Do Not Track zu senden. Do Not Track ist für die Webseiten ein kleines, ey bitte, ich will nicht verfolgt werden. Also bitte lass mich in Ruhe. Und es gibt Webseiten, die respektieren das. Meine zum Beispiel macht das. Und wenn man ein Do Not Track sendet, dann verschwindet bei mir zum Beispiel, nee, hier nicht tatsächlich, aber bei der anderen Webseite, an der ich gerade am Aufbauen bin, ich verrate nicht zu viel, werden einfach direkt alle Cookies, naja, ignoriert. Das heißt, wir setzen gar keine Cookies, wenn man Do Not Track sendet. Man hat dann die Option, das später von Hand quasi einzustellen. Also erstmal quasi gar kein Cookie-Banner und so weiter. Und manche Webseiten akzeptieren das. Und ich finde das eine gute Sache. Deswegen senden wir hier einfach immer ein Do Not Track. Weil, ja, man kann immer noch die Sachen wirklich anstellen, wenn man das möchte. Okay, wie geht's jetzt weiter? Naja, Cookies und Website-Daten kann man natürlich entfernen. Man kann Ausnahmen verwalten, falls eine Seite mal nicht mehr funktioniert. Das ist klar. Hier oben kann man übrigens natürlich auch Ausnahmen verwalten, wenn irgendeine Seite nicht funktioniert. Ist auch klar. So. Wenn ihr tatsächlich hier Passwörter speichern wollt in eurem Firefox, falls ihr das machen wollt, dann solltet ihr definitiv ein Masterpasswort bzw. ein Hauptpasswort, so heißt es seit neuestem, verwenden und dann müsst ihr das natürlich angeben. Das heißt, ihr solltet hier ein Passwort nehmen. Das ist jetzt nicht tragisch, wenn das nicht perfekt super sicher ist. Es soll eigentlich nur die Leute erstmal davon abhalten, wenn sie irgendwie an eurem PC sitzen und irgendwo sich einloggen wollen, dass sie dann direkt Zugriff auf alle eure gespeicherten Passwörter haben. Das heißt, es muss nicht wahnsinnig sicher sein. Ihr solltet euch dieses Passwort ausnahmsweise mal merken können. Wenn ihr auf eurem Handy noch rein zufällig einen Passwortmanager habt, dann könnt ihr auch gerne ein starkes Passwort nehmen, aber das ist im Endeffekt gar nicht mal so wahnsinnig sicher. Bitte aber nicht ASDF oder Querz oder sowas oder ABCD oder sowas verwenden. Also nichts, was man direkt rausfinden würde. Irgendein Passwort, was ihr euch einigermaßen merken könnt. Das ist, wie gesagt, nur lokal und nicht ganz so tragisch.
Aber eben, wenn ihr halt Passwörter speichern wollt. In meinem Fall werden Passwörter sowieso nicht gespeichert und das ist auch gut so. So, Chronik. Was ist eine Chronik? Chronik bedeutet im Endeffekt, soll Firefox sich merken, auf welchen Webseiten ihr wart, und das macht durchaus auch Sinn. Ihr könnt anlegen, dass ihr oder angeben, dass ihr zum Beispiel niemals eine Chronik haben wollt. Ihr könnt die Chronik auch immer löschen. Das ist quasi der Verlauf von euch. Und manche Menschen mögen keinen Verlauf, weil sie gerne auf diversen Webseiten surfen, die sie nicht von ihrer Frau gefunden haben wollen, etc. Ihr wisst, was ich meine. Was ihr da machen könnt, ja, wenn ihr mal einmal oder ein paar Mal nicht getrackt werden wollt, dann könnt ihr hier tatsächlich einfach dieses wunderschöne dreiteilige Teil da klicken und dann hier drauf oder Steuerung, Umschalt und P und dann habt ihr ein privates Fenster. Hier wird generell nie eine Chronik angelegt. Das heißt, das könnt ihr auch wunderbar benutzen. Ihr seht das hier drüben an diesem kleinen, an dieser kleinen Maske, die hier angezeigt wird. Da wird keine Chronik angelegt. Beim normalen Firefox wird jetzt in diesem Fall eine Chronik angelegt. Und ich finde, also mein persönlicher Nutzen ist davon schon gegeben. Wenn ihr den nicht braucht, dann schmeißt die Chronik raus. Braucht ihr nicht. Okay. Also die Adressleiste, ja, kann man alles einstellen, so wie ihr das braucht. Könnt ihr reinmachen, wie ihr wollt, aber das hat jetzt nicht wirklich was mit Sicherheit oder Privatsphäre oder sowas zu tun. Und hier sind jetzt die Sachen, die man vielleicht blockieren sollte. Das heißt, Standorteinstellung. Ein kleines Beispiel, lasst mich das mal kurz anlegen. Wenn ich jetzt auf Google Maps war und ich erlaube quasi den Zugriff auf meinen Standort, dann steht hier ein Erlauben. Ihr könnt das hier auch einfach wieder blockieren, falls ihr es jemals verwendet habt. Wenn ihr es noch nicht verwendet habt, dann werdet ihr standardmäßig danach gefragt und das ist eigentlich auch ganz gut so. Wir können das Ganze hier auch einfach entfernen, dann werdet ihr wieder von Neuem gefragt, wenn ihr das wirklich haben wollt. Google respektiert übrigens solche Sachen tatsächlich. Wenn wir sagen, wir wollen das nicht, dann machen die das halt auch. Zumindest das, was wir kontrollieren können, nehmen sie nicht. Aber sie werden noch genug andere Sachen haben, die sie dann euch auch abzwacken können. Ebenso sieht es beim Kamerazugriff aus, beim Mikrofon und bei den Benachrichtigungen. Gut, Benachrichtigungen sind eher nervig als irgendwas anderes. Aber ja, das sind so die wichtigsten Sachen. So, jetzt, aber hier, wie gesagt, das ist eigentlich auf Standard schon ziemlich gut. Was wichtiger ist, ist diese Datenerhebung durch Firefox. Ich weiß nicht genau, wie das bei euch aussieht. Bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass von Anfang an hier nichts drin war. Das heißt, Firefox wurde nicht erlaubt, Daten zu technischen Details und Interaktionen an Mozilla zu senden. Das ist der Hersteller. Aber es könnte natürlich sein, dass es bei euch aktiviert ist. Und dann könnt ihr hier die Daten auch wieder rausmachen, wenn ihr keine Daten an Mozilla selbst übersenden wollt. Das ist quasi eure freie Entscheidung, ob ihr die Entwicklung quasi unterstützen wollt oder ob ihr das lieber nicht wollt. Die Sicherheit hier oder die Sicherheitseinstellungen hier, die sind relativ knapp eigentlich gehalten und sagen hier Schutz vor betrügerischen Inhalten und gefährlicher Software. Die würde ich auf jeden Fall drin lassen, die sind immer gut. Und die Zertifikate zu prüfen, sollte man auch definitiv machen. Also wenn hier keine Haken drin sind, auf jeden Fall eure Haken reinsetzen. Aber da sollten sie eigentlich immer drin sein. So, und das letzte, was wir jetzt tatsächlich verändern müssen, hier in dieser Settings-Seite, wir machen noch weiter, wie gesagt, ist, dass wir hier den HTTP-Modus auf jeden Fall aktivieren. Was das bedeutet, ist Folgendes. Und ja, ich musste tatsächlich danach ordentlich suchen. Ihr bekommt eine Warnung, wenn ihr diese Einstellung aktiviert, dass ihr diese Seite nicht aufrufen solltet und das, weil eben keine Verschlüsselung aktiviert ist. HTTPS, das seht ihr hier oben, https://go.com. Ich habe wirklich danach gesucht, eine Webseite zu finden, die das nicht hat, aber es gibt Webseiten, die zum Beispiel eben kein gültiges Zertifikat haben und ja, ihr könnt hier tatsächlich sagen, okay, solche Webseiten will ich nicht und das solltet ihr auch tatsächlich einfach zu sagen, ne, da gehe ich einfach grundsätzlich nicht drauf. Und ja, das macht eben diese Einstellung hier. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr so tragisch, wenn man diese Einstellung aktiviert. Früher oder vor noch ein paar Jahren hat man dann wirklich viele Webseiten nicht mehr besuchen können, was aber schon ganz sinnvoll ist. Und in dem Fall, ja gut, ich musste wirklich danach suchen, was zu finden, was kein HTTPS hat. Wir sehen hier, ich kann weitergehen auf HTTP Doppelpunkt und dann geht es eben weiter. In dem Fall sehen wir hier, okay, ist nicht da. Also das heißt, wir haben hier quasi wirklich eine Ausnahme hinzugefügt. Man kann auf die Seiten trotzdem gehen, man sollte es halt nur einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt tatsächlich das Original ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die originale Website ist. Aber gut, also ich meine, fast alle Webseiten haben das mittlerweile. So, das ist jetzt allerdings tatsächlich der Standard erstmal gewesen. Was wir noch machen müssen, ist erstmal noch weitere Einstellungen hier vorzunehmen. Das wollte ich nicht, ich meinte hierher. Okay, also zunächst einmal, ihr könnt Standardbrowser machen, müsst ihr aber natürlich nicht.
Was ich ändern möchte, ist die Suchmaschine. Die Standardsuchmaschine ist nämlich hier erstmal auf Yahoo gestellt. Wir wollen selbstverständlich DuckDuckGo oder Startpage oder sowas haben. Irgendwas, was halt ein bisschen anonymer ist. Ja? Das heißt, wir entfernen Yahoo und wir... Oh gut, okay, Wikipedia können wir drin lassen. Aber Google ist ja auch tatsächlich nicht von Haus aus drin, oder? So wie ich das richtig gesehen habe. Ja, genau. Das heißt, wir lassen die eben drin und dann ist auch schon wieder gut. Also dann haben wir quasi DuckDuckGo als Standardsuchmaschine gewählt und sind soweit auch ganz zufrieden. So, und jetzt kommen wir zu den etwas versteckteren Optionen. Und zwar gehen wir jetzt in About::Config. About::Config ist im Endeffekt die Konfiguration, die ihr von Hand aus verändern könnt. Das sind die Einstellungen, die vielleicht nicht ganz in den normalen Einstellungen vorhanden sind. Und hier gibt es auch etwas, was ihr verändern solltet. Und zwar ein paar Sachen sogar. Und zwar das erste ist, wir wollen WebRTC ausstellen. Das wäre unter Media. Peer Connection.enabled. Das Ding hier. Also media.peerconnection.enabled. So, was genau ist das? Nun, wir wollen es auf jeden Fall mal auf False setzen. Das heißt, wir haben diesen Wert hier verändert. Und das deaktiviert WebRTC. Ich tippe das nochmal ganz kurz ein. WebRTC. Ja. WebRTC oder WebRTC ist ein Standard, mit dem man Peer-to-Peer-Connections aufbauen kann. Das heißt, ich kann mich direkt zu jemand anders verbinden und darüber dann zum Beispiel Dateien oder sowas austauschen. Und das ist ein geiles Feature, wenn ihr das Ganze wollt. Ich würde euch hierfür allerdings einen zweiten Browser empfehlen, der nicht ganz so anonym ist, denn diese Peer-to-Peer-Connections können gerade bei VPN-Benutzern zum Verhängnis werden, weil ihr eben solche Peer-to-Peer-Connections die werden teilweise auch ausgenutzt, einfach für solche Sachen, die könnten eure IP-Adresse tatsächlich leaken. Das heißt, jemand baut eine Peer-to-Peer-Verbindung zu euch auf und in dem Fall könnte es dann sein, dass derjenige eure IP-Adresse, eure wirkliche IP-Adresse trotz VPN eben rausfinden könnte. Ein weiterer Schritt, der mittlerweile auch in den Einstellungen zu finden ist, gehen wir nochmal hier kurz in die Einstellung, sehen wir hier unter Allgemein ganz unten, sehen wir hier die Verbindungseinstellung. Hier könntet ihr zum Beispiel auch Proxys übrigens einstellen. Wenn ihr Proxys habt, dann könnt ihr die hier eintragen oder auch automatisch erkennen oder eben manuell, wie gesagt, oder einfach die vom System verwenden. Das ist bei mir der Fall. Und über Proxys und VPN und so weiter kann ich gerne nochmal ein separates Video machen, welche ich da empfehle, falls ich jemals einen empfehlen sollte. Das wird sich zeigen. Ich kriege haufenweise Anfragen von VPN-Betreibern, aber niemand lässt mich wirklich in die Konfiguration reingucken. Aber ja, das ist immer so ein Problemchen. Okay, auf jeden Fall, was wir machen wollen, ist, wir wollen hier DNS über HTTPS aktivieren. Den Anbieter, den wir hier auswählen können, wäre Cloudflare oder NextDNS oder benutzerdefiniert. In unserem Fall wäre wahrscheinlich Cloudflare zwar nicht die anonymste Variante, aber zumindest ein bisschen anonymer, als das Ganze unverschlüsselt laufen zu lassen. Was das im Endeffekt macht, ist Folgendes. Wenn ihr DNS-Anfragen macht, dann habt ihr hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier oben google.com oder in meinem Fall besser noch the-morpheus.de eingebe, das war nicht ich, will ich nur mal kurz so anmerken, okay? Wenn man the-morpheus.de eingibt, dann ist natürlich erstmal die Frage, okay, was ist eigentlich the-morpheus.de? Und das macht ein DNS-Server. Ein DNS-Server löst auf, was aus dieser Domain hier rauskommen soll, welche IP-Adresse da rauskommen soll. Und diese Anfragen sind grundsätzlich eigentlich nicht verschlüsselt. Und das bedeutet, diese Anfragen gehen einfach durch und die Leute haben halt dann, also im Endeffekt auch euer Internetanbieter, zum Beispiel Telekom oder Vodafone oder was auch immer ihr benutzt, haben dann im Endeffekt die Seite oder zumindest den Seitennamen, den ihr aufrufen wolltet, weil das Ganze eben nicht verschlüsselt ist. Und wenn ich hier sage, hey, wir wollen DNS über HTTPS, dann könnte ich hier sagen, ja gut, dann verschlüsseln wir eben das Ganze. Und das ist genau diese Einstellung. Dann sieht man nicht so direkt, was ihr eigentlich überhaupt aufrufen wolltet. Klar, die Daten gehen immer noch an Cloudflare. Man kann hier nämlich auch noch andere Anbieter eintragen, wenn man das möchte oder wenn man das kann. Da haben wir allerdings noch nichts gemacht. Vielleicht machen wir da mal irgendwann was dazu. Und dann müsst ihr einfach bei mir tatsächlich Abonnent werden oder bleiben. Tja, was bleibt euch bloß anderes übrig? Aber jetzt machen wir erstmal hier okay. Und das ist schon mal ganz gut, dass wir das jetzt haben. So, und damit gehen wir nochmal hier zurück in die Settings. Und hier müsst ihr jetzt tatsächlich ein paar Sachen noch ändern. In der About::Config, falls ihr nicht mehr drauf seid. Das ist tatsächlich wie eine Webseite, könnt ihr oben eingeben. Okay, und wir wollen
also wir haben jetzt noch ein paar Settings, die wir hier machen wollen. Und zwar sind die hauptsächlich unter Network. Irgendwas. In dem Fall wäre es Network.DNS Cache Expiration. Hier würde ich tatsächlich euch empfehlen, wobei das jetzt kein Must-Have ist, aber das sagt im Endeffekt, wie lange soll sich sowas merken oder soll sich irgendwas gemerkt werden. Hier würde ich euch nur eine 10 empfehlen und nicht die 60, die vorher drin war. Okay, das nächste, was wir ändern wollen, ist, wir wollen auch wieder über das Network.dns. Da gibt es auch noch Optionen. Sorry. Das wollte ich nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Security-Option, aber wir wollten hier, also ich habe das jetzt mal rausgeschnitten übrigens, wir wollen hier den Wert auf False behalten. Ich weiß nicht, ob der bei euch standardmäßig vielleicht auf True ist. Disable IPv6. Früher war der öfters mal auf True, das heißt, es wurde quasi IPv6 einfach deaktiviert, was ich nicht ganz so geil finde persönlich. Deswegen würde ich hier auf False stellen. Man möchte IPv6 schon benutzen, weil IPv6, wie gesagt, eigentlich es muss sozusagen mehr breiter akzeptiert werden, es ist kompliziert, okay? Wenn man das Internet so betrachtet, wie es jetzt aktuell ist, dann haben wir einfach zu wenig Adressen in dem Sinne und deswegen hat man IPv6 eingeführt und darüber sind jetzt quasi neue Adressen vergeben worden. So, für die nächste Einstellung gehen wir nochmal ganz kurz in unsere About Preferences, also einfach auf diese 3 Balken und dann Einstellungen hier. Und dort habe ich was vergessen, und zwar nämlich euch zu sagen, dass ihr den Haken hier reinsetzen sollt. Cookies und Website-Daten sollten nämlich beim Beenden vom Firefox gelöscht werden im besten Fall. Dann werden die auch nicht bei euch zwischengespeichert. Das ist ziemlich cool, wenn man das so hat. Und das spart natürlich auch Platz, in unserem Fall jetzt gerade 76,8 Megabyte. Und hat nicht wirklich effektiv große Nachteile. Ihr müsst halt die Sachen neu laden, aber das müsst ihr so oder so in den meisten Fällen machen. Führt dazu, dass ihr hier unter den About-Config-Einstellungen findet, dass Network.cookie.lifetime-Policy auf 2 gesetzt wurde. Und ja, das ist tatsächlich das, was wir eigentlich hier haben wollten. Wenn ihr das hier stehen habt, dann seid ihr hier definitiv richtig. Eine weitere Sache, die wir hier verändern wollen, sind die Clipboard-Events. Das möchte ich einmal ganz kurz demonstrieren. Wenn wir hier Clipboard-Events haben, also dom.event.clipboard-events.enabled ist die Einstellung, die wir hier ändern wollen. Die wollen wir switchen auf False. Warum wollen wir das tun? Clipboard-Events sind folgendes. Manche Webseiten haben das und manchmal ist es sehr, sehr geil und nützlich. Manchmal ist es aber gar nicht so geil und manchmal trackt es auch einfach nur. Und zwar Clipboard-Events, wenn ihr irgendwo draufklickt, dann wird zum Beispiel automatisch gekopiert, also in euer Clipboard sozusagen. Das heißt, ich kann auf einen Wert draufklicken, zum Beispiel hier drauf kann ich doppelklicken, ups, jetzt habe ich es wieder deaktiviert, und dann landet das Ding automatisch in meinem Clipboard und ich kann das hier einfügen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier irgendwas markiere, kann ich hier quasi so pasten, ja, copy-pasten quasi. Automatisiert wird das in eure Zwischenablage reingeschrieben oder auch teilweise ausgelesen. Das heißt, wenn ihr vielleicht von einer Webseite irgendwas gespeichert habt oder zum Beispiel auch ein Passwort gespeichert habt oder sowas, dann könnte das von einer bösartigen Website ausgelesen werden. Deswegen würde ich euch hier empfehlen, das ganze Ding auf False zu stellen und ja, das auch dabei zu belassen. Dann funktioniert halt das coole Feature nicht mehr, dass man Sachen automatisch in die Zwischenablage reinpackt, aber ja, also man muss, wie gesagt, Kompromisse eingehen. Ich finde, der ist verkraftbar. So, das nächste wäre für euch hier einmal die Geokoordinaten komplett zu deaktivieren. Dann können wir einfach sagen, okay, du hast nicht mal Zugriff, Browser, auf meine Geokoordinaten. Das kann man hier einfach einstellen. Sollte klar sein, warum das irgendwie relevant ist. Dann braucht man hier nicht mal danach zu fragen, weil man sollte generell gar nicht die Geokoordinaten angeben, wenn man irgendwie anonym sein möchte. Wäre sozusagen der erste Schritt. Übrigens, das ist bei vielen Browsern, also zum Beispiel auch eben der Tor-Browser standardmäßig auch so, dass, naja, die Geokoordinaten sowieso blockiert werden. Aber gut. So, dann haben wir unter Privacy noch einige Optionen. Privacy. Und zwar die Tracking Protection. Hier sehen wir, sollte der Wert True drin stehen, den haben wir schon manuell geändert. Falls der bei euch noch nicht auf True ist, solltet ihr den auf jeden Fall nochmal ändern auf eben True, dass die Tracking Protection auf jeden Fall da ist. Dann gehen wir nochmal ganz kurz auf das Network und sagen hier, wir machen den Kurzweg. Send, Secure, nein, das war's nicht. Hier, das war's. Send Referrer Header. Das gibt euch sozusagen, also jedes Mal, wenn ihr auf eine Website geht, wird weitergeleitet, wo ihr eigentlich herkommt. Also von welcher Seite ihr teilweise kommt. Das nennt sich Referrer, also quasi, wer hat mich eigentlich weitergeleitet. Und das wird von manchen Webseiten ausgelesen. Es sind die wenigsten, die das wirklich auslesen, aber man sollte hier, oder man kann trotzdem hier eine 0 eintragen, um das zu deaktivieren.
So, das nächste, was ihr deaktivieren könnt, beziehungsweise eigentlich aktivieren könnt, ist WebGL. WebGL.disabled, disabled können wir hier auf False setzen. Falls es noch nicht der Fall sein sollte. Normalerweise sollte es auch schon standardmäßig auf False sein. Das weiß ich nicht, das mache ich eigentlich ganz gerne. Und dann noch ein paar Security- und Privacy-Optionen. Es gibt eine Option, die nennt sich Send Pings. Die sollte bei euch auf False stehen. Ist mittlerweile standardmäßig auf False, dass quasi einfach der Browser keine Pings sendet, damit er da ist sozusagen. Dann gibt es die Option Prefetch. Prefetch Next, das ist quasi ein, was soll ich als nächstes laden? Soll ich das wirklich laden? Das können wir hier auf False stellen, damit das eben ausgeschalten wird. Also das ist jetzt quasi so eine relativ unbekannte Option und ja, manchmal würde ich behaupten, vielleicht ist es auch noch ein bisschen Pseudo, aber man kann es auf jeden Fall auf False setzen. Schaden tut das definitiv nicht. So, jetzt noch Sachen, die den Browser spezifisch betreffen, und zwar das Form Fill. Form Fill Enabled. Form Fill ist quasi das automatische Ausfüllen von Formularen. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn man zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder sowas eingibt, dann können wir das hier auch einfach auf False stellen, damit das eben sich nicht speichert, was wir eigentlich überhaupt da eingegeben haben, jemals. So, dann haben wir noch die Memory-Option, die Offline-Option und die Disk-Option. Das sind eigentlich alles drei diese Sachen. Enable, die setzen wir auf False. Das heißt, wir wollen quasi den Cache nicht auf die Festplatte schreiben. Dann, wisst ihr was, wir schreiben hier Enable mal aus. Dann können wir nämlich hier vorne einfach sagen, Memory soll bitte browser.cache.memory.enable False. Und das letzte ist Disk Memory Offline haben wir noch. Offline, Browser Cache Offline Enable setzen wir auch auf False. So, damit setzt ihr quasi einige Sachen einfach nicht mehr möglich. Das heißt, der Cache kann jetzt einfach nicht mehr so ohne weiteres gespeichert werden. Ihr habt quasi den Cache einfach limitiert und gesagt, nein, halt, stopp, ich will keinen Cache haben. Und ja, dadurch habt ihr das Speichern, das Zwischenspeichern schwerer gemacht. Das sind auch alles Komfortfunktionen, die wir hier teilweise ausgestellt haben. Das heißt, je nachdem kann es passieren, dass manche Sachen einfach jetzt nicht mehr so schnell laden. Wie gesagt, das ist dann einer eurer anonymeren Browser. Und ich persönlich benutze ja mehr als einen Browser. Ich habe einen oder mehrere anonyme Browser. Ich benutze eigentlich tatsächlich, wenn ich anonym sein möchte, direkt einfach das Tor oder den Tor-Browser. Und ja, dann gibt es eben noch Firefox. Da bin ich ein bisschen anonym. Da habe ich nicht ganz alle Einstellungen von hier reingetan. Und dann gibt es meinen normalen Arbeitsbrowser, wo ich halt einfach tatsächlich Chrome benutze. So, wenn wir jetzt nochmal hier kurz neu laden, dann sehen wir, ja, es muss halt alles neu laden. Also jedes Mal, wenn wir irgendwas neu machen, ihr seht es hier, gut, okay, in dem Fall nicht, aber wenn wir hier zum Beispiel jetzt neu laden, muss es halt jedes Mal die Daten wieder neu vom Internet anfragen. Das dauert schon ein bisschen länger und es fühlt sich nicht mehr so ganz so smooth an, aber es funktioniert immer noch ganz gut. So, wir sind aber immer noch nicht fertig. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich noch wissen, welche Browser-Add-ons, welche Browser-Plugins sollte man eigentlich verwenden? Und da habe ich natürlich auch ein paar für euch, die findet ihr unter Erweiterung und Themes. Wahrscheinlich wollt ihr eher die Erweiterung als die Themes haben. Und ja, hier gibt es eben zum Beispiel den Privacy Badger. Wir können einfach mal nach Privacy suchen und das dauert leider ein bisschen. Und wenn wir den hier finden, den können wir verwenden. Privacy Possum, muss ich mir mal kurz angucken, ob das ist. Okay, also Privacy Possum kenne ich in dem Falle nicht. Ich meine eigentlich den Privacy Badger, den wir hier wollen. Der ist ziemlich geil, weil der im Endeffekt eure ganzen Cookies blockiert und alle, ja, sozusagen einfach sagt, okay, das darf jetzt da nicht reingespeichert werden. Das ist eigentlich was ich immer empfehlen kann. Ihr könnt aber hier tatsächlich auch die anderen Dinge mal ausprobieren. Das ist definitiv keine vollständige Liste, die ich euch hier gebe. Es gibt wahnsinnig viel, was sehr, sehr cool ist. Zum Beispiel auch hier Private Bookmarks, das ich auch tatsächlich manchmal benutze. Private Bookmarks ist im Endeffekt Bookmarks, also Lesezeichen, die passwortgeschützt sind. Das ist nicht geil, ist schon irgendwie cool. Und ja, es gibt noch sehr, sehr viel mehr. Also Privacy Redirect, Privacy Settings und so weiter und so fort. Und da ich jetzt diese ganzen Dinger hier nicht gecheckt habe und auch nicht euch empfehlen kann, wirklich, weil ich sie nicht selber durchgeguckt habe, werde ich euch die nicht empfehlen oder sagen, ey, ihr braucht das. Wie gesagt, Privacy Badger habe ich selber schon seit einer Ewigkeit tatsächlich und das ist gut. Die anderen habe ich, wie gesagt, nie probiert hier.
Privacy Badger jetzt ganz kurz erklärt, wenn ich jetzt mal hier auf meine Webseite gehe, dann klicken wir hier drauf und dann sehen wir, ja, bla bla bla, das ist okay. Okay, keine Tracker geblockt, weil keine Tracker vorhanden sind. Gehen wir mal auf Google oder Facebook. Facebook ist noch schlimmer, glaube ich. Und wenn wir bei Facebook sind, dann sehen wir hier beim Privacy Badger. So, jetzt. Ich musste erst auf Instagram gehen, damit das Ganze wirklich funktioniert. Wir sehen hier tatsächlich, wie das aussehen würde. Das heißt, wir haben hier 3 Optionen für jeden Tracker, der hier eventuell auftaucht. Wenn ihr euch irgendwo anmeldet, werden das mehr werden als 3 oder als diese eine Zeile hier. Dann können das halt auch mal 100 Zeilen oder sowas sein. Dann habt ihr hier 3 Optionen. Einmal sagt ihr, wir wollen alles blockieren, also wir wollen eine Domain komplett blockieren, wir wollen gar nichts von Facebook.com haben oder wir wollen nur die Cookies blockieren von Facebook.com oder wir wollen sie zulassen, also quasi alles erlauben. Und das Geile eben, warum ich Privacy Badger so feiere, ist eben, dass meistens schon das Richtige dabei ist. Das heißt, das ist meistens schon korrekt, was hier eigentlich gemacht wird. Und ihr müsst da eigentlich quasi gar nichts mehr von Hand machen. Also nur wenn irgendwas mal nicht funktioniert, müsst ihr halt mal hier anfangen, Sachen auf grün zu schalten. Aber in den meisten Fällen funktionieren eben die Webseiten genauso, wie ihr es haben wollt. Und die Privacy-Settings sind halt trotzdem dabei. Den gibt es übrigens sogar auch für Chrome. Das nächste, was euch wahrscheinlich öfters mal schon unter die Schnauze gekommen ist NoScript. NoScript ist ein Skript, ein JavaScript-Blocker. Das heißt, manche Sachen sind einfach über JavaScript gemacht. Zum Beispiel das hier, sehen wir jetzt, ist wahrscheinlich, so wie das aussieht, JavaScript. Und das lädt halt einfach mal. Ich schaue mal ganz kurz nach, ob hier irgendwas blockiert wurde. Das würde ich euch hier tatsächlich empfehlen, das Original zu benutzen, also wirklich NoScript zu benutzen und nicht irgendwas anderes. Und was es im Endeffekt macht, ist, es blockiert JavaScript und zwar von einzelnen Webseiten. Da könnt ihr immer sagen, ich möchte dieses Skript blockieren oder ich möchte das andere Skript blockieren. Sieht folgendermaßen aus. Und achtet ihr hier immer darauf, dass ihr die Ausführung der Erweiterung in privaten Fenstern auch erlaubt. Ne? Das braucht man eventuell auch hierbei noch. Erweiterung verwalten, könnt ihr das immer ändern. Und hier sagt ihr, automatische Updates sollten an sein und in den privaten Fenstern sollte das auch an sein. Also gerade bei Privacy Badger sollte das auf jeden Fall an sein. So, und wenn wir jetzt uns hier irgendeine Seite mal angucken, ich nehme mal meine Seite wieder, wobei da kein JavaScript drauf läuft, aber ist egal, als kleines Beispiel soll es gelten. Und zwar, wenn wir hier Standard haben, dann werden Skripte von the-morpheus.de blockiert. Das wäre dann diese Option hier. Das ist der Standard, dass einfach allem misstraut wird. Wenn irgendeine Seite bei euch nicht funktioniert, dann könnt ihr hier einfach das Ganze auf Vertrauen setzen. Also wenn quasi ihr den Skripten auch vertraut, dass die euch nicht tracken, zum Beispiel bei mir könnt ihr das machen, kann man hier auf Vertrauen setzen und dann werden alle Skripte erlaubt. Wie gesagt, bei mir gibt es kein JavaScript auf dieser Seite, aber manchmal braucht man eben JavaScript, damit eine Website überhaupt funktioniert mittlerweile. Für viele Webseiten braucht man das eigentlich und deswegen ist das eine Option. Ihr werdet hier allerdings JavaScript aus verschiedenen Quellen finden. Einmal ganz kurz demonstriert. Wir sehen hier übrigens bei Google Maps, dass wir hier zum Beispiel beim Privacy Badger auch schon einen Cookie komplett blockiert haben, also komplett geblockt sogar haben. Und wenn wir jetzt hier irgendwas eingeben, zum Beispiel nach Berlin, sowas, wollen wir einfach nach Berlin, Hauptbahnhof suchen, I don't know, dann sehen wir hier, wie das Ganze aussieht. Und wenn ich jetzt hier das Ganze mal mir angucke, sehen wir, okay, hier haben wir google.com vertraut, standardmäßig, und gstatic haben wir auch vertraut. Und das muss auch so sein, das ist auch von dem NoScript Add-on, ist es auch tatsächlich standardmäßig so drin, falls ihr eine Webseite habt, die sonst nicht funktionieren würde. In dem Fall ist es zum Beispiel so, dass es nicht funktionieren würde. Wenn ich blockieren würde, hier, dann sieht das Ganze so aus. Also das heißt, wenn ich hier auf Restaurants draufklicke, dann, ups, es funktioniert rein gar nichts mehr auf dieser Webseite. Und ja, die Website schmiert halt komplett ab. Das muss einfach in diesem Fall da sein, wenn ihr Google Maps verwenden wollt. Aber da könnt ihr auch nicht wirklich kontrollieren, was Tracker ist und was nicht. Das, wie gesagt, macht hier der Privacy Badger für euch. Da es den Random Agent Spoofer nicht mehr gibt, kann ich euch allerdings Chameleon empfehlen. Chameleon ist eigentlich eine ziemlich coole Erweiterung, und zwar eine Erweiterung, die nicht nur den Random Agent hinzufügt, sondern auch noch einige weitere Privacy Enhancing Options hinzufügt. Und wir schauen uns das mal ganz kurz an, wie das aussieht. So, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier oben eine weitere, also das ist quasi die Webseite, die sich öffnet, braucht ihr nicht unbedingt. Hier oben habt ihr eine Möglichkeit, Chameleon zu aktivieren. Da haben wir eben die Möglichkeit, das echte Profil auszuwählen, Hauptbildschirmzone, Standardzeitzone, Standardzeitsprache. Wir können das aber auch alles irgendwie verändern. Wir können hier sagen, wir wollen ein zufälliges Profil wählen.
Würde ich euch nicht empfehlen, also das würde ich nicht machen. Ich würde euch allerdings empfehlen, ein zufälliges Profil für Desktop zu wählen und periodisch das Ganze zu ändern, zum Beispiel stündlich. Jetzt, was genau macht das Ganze? Nun, was ist ein Profil? Ein Profil ist erstmal, das hatte ich auch in der Playlist erklärt, ganz kurz. Ich werde die euch auch in den Infokarten verlinken, da könnt ihr gerne mal reingucken. Ein Profil ist im Endeffekt ein Browser-Fingerprint. Das heißt, wie sieht euer Browser eigentlich aus? Und in meinem Fall wäre das ein ganz klassischer Firefox Version X von meinem System Y, was in dem Fall ein Linux wäre. Und dann habe ich eigentlich schon sehr, sehr viele Optionen. Wenn ich die ganzen Optionen, die ich bei Firefox auch noch so eingestellt habe, nehme, dann kann ich hier natürlich ein relativ detailliertes Bild machen für meinen Tracker. Das heißt, es ist gar nicht mehr nötig, dass ihr euch einloggt bei einer Webseite, sondern euer Browser hinterlässt einen Fingerabdruck, der möglichst detailliert so aussieht, wie er eben aussieht. Und wenn man dann eben sieht, aha, dieser Fingerprint von diesem Browser mit genau dieser Auflösung und genau von diesem System, wenn ich all diese Informationen zusammennehme, hat eigentlich jeder Mensch fast sein eigenes Browser-Profil, zumindest fast. Und wenn ihr hier sagt, ich wechsle das Ding, also ich blockiere erstmal die Tracker natürlich, ich blockiere die Tracker mit Script-Blockern, Cookie-Blockern, das sind die beiden Add-ons, aber wenn ihr dann auch noch sagt, ich fälsche meine Informationen und mache zum Beispiel stündlich oder alle paar Minuten sogar ein neues Profil, dann sieht das jedes Mal anders für euch aus. Dann ist das jedes Mal ein wenig anders und natürlich kommen die Tracker dann, wenn sie durchkommen überhaupt, durcheinander. Deswegen kann man das hier definitiv verwenden. Do Not Track haben wir schon aktiviert. Das ist jetzt relativ uninteressant, aber man kann es trotzdem mal reinmachen. E-Tag-Tracking verhindern kann man reinmachen. Spoof Accept Language kann man machen. Dann haben wir hier eben eine andere Sprache. Achtung, dann werden eure Browser auch andere Sprachen anzeigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel English South African einstelle, dann wird dem Browser halt vorgetäuscht, dass ich aus Südafrika wäre. Sieht dann folgendermaßen aus, wenn ich mal das hier ganz kurz neu lade. Dann sehen wir hier Berlin Central Station, Directions, Safe, Nearby. Und eben der Browser denkt jetzt, ich wäre aus Südafrika. Oder Google denkt, ich wäre aus Südafrika und würde Englisch sprechen. Dann kann man andere IP vortäuschen, wobei ich das nicht unbedingt immer so gut finde. Manchmal macht das nämlich Fehler, man kann es allerdings hier reinpacken, man kann einfach zufällig eine IP reinsenden, man kann auch Referrer komplett deaktivieren oder man kann hier sagen, man möchte gerne seine Referrer irgendwie verändern. Wir haben die Referrer sowieso deaktiviert, von dem her passiert sowieso nichts mehr hierbei. Und ja, hier dann noch die Optionen, also Mediageräte blockieren, Spoof-Mediageräte. Das ist seltsam formuliert. Also Mediageräte blockieren bedeutet im Endeffekt, ich möchte meine Media quasi einfach nicht mehr da haben. Ich kann aber auch tatsächlich die Dinger fälschen, wobei ich sie einfach eher blockieren würde. Ich kann Exfil-Tracking verhindern. Ich kann das machen, Tab-Verlauf begrenzen. Interessant. Das ist eine Option, die ich so noch nicht aktiviert habe. Ja, also man kann hier wirklich sehr, sehr viel machen. Manche Sachen führen halt dazu, dass man am Ende dann was anderes bekommt. Man kann hier sogar seine Bildschirmgröße verändern, wobei ich damit vorsichtig wäre, sonst bekommt ihr hier sehr, sehr kleine oder sehr, sehr große Sachen. Das heißt, die Bildschirmgröße würde ich lassen. Zeitzone zu verändern ist halt auch schwierig teilweise. Könnt ihr auch machen, aber dann werden euch Browser-Sachen auch falsch angezeigt. Also das muss man wissen, ob man das haben möchte. Und auch bei den WebSockets würde ich das einfach mal so lassen und Cookies würde ich sowieso generell nicht verändern, weil wir dazu die anderen beiden Browser-Add-ons haben. So, das Standardprofil, wenn wir whitelisten, ist im Endeffekt das hier, also da wählen wir unser echtes Profil und dann können wir jetzt tatsächlich sagen, ey, wir wollen die Whitelist haben, wir wollen irgendwie diese Website auf die Whitelist setzen und ja, das wäre dann noch hier das Dashboard, interessanterweise. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie benutzt, wirklich. Aber genau, das sind so die Optionen, die wir hier haben. Wir können hier relativ viel Verwirrung stiften. In dem Fall sagen wir, wir sind jetzt auf Fedora Linux und haben Chrome 92, was eine alte Version ist. Manchmal bekommt ihr dann Meldungen von wegen, ey, ihr benutzt eine veraltete Chrome-Version, bitte benutzt eine neue. Ja, braucht man hier jetzt allerdings sich nicht wirklich drum zu kümmern, wobei ihr natürlich dafür sorgen solltet, dass eure Browser aktuell sind, bitte.
So, das nächste ist Canvas Defender. Das ist jetzt tatsächlich ein Add-on, das ein bisschen vielleicht experimentell ist. Das steht sogar hier. Und ja, jetzt erstmal ganz kurz. Dieses Feature soll in kommenden Firefox-Versionen auch tatsächlich in Firefox selber drin sein. Das kommt aber noch. Das ist noch nicht so weit. Das heißt, ja, es macht schon Sinn, dieses Add-on aktuell noch zu installieren. Es könnte sein, dass vieles davon bald überflüssig wird, weil es halt Teil des Browsers wird. Weil Firefox eben auch den Ruf hat, möglichst anonym zu werden. Jetzt, was ist Canvas Defender, beziehungsweise was genau tut das und was genau hilft das beim Tracking? Nun, Canvas ist im Endeffekt eine Variante, die gezeichnet wird von einem Browser. Das heißt, man gibt als Webseite die Anweisung, ey bitte mal XY und dann malt der Browser eben und darüber kann man Fingerprinting machen, weil jeder Browser das auch anders macht. Jede Version jedes Browsers macht da so ein bisschen ihr eigenes Ding. Und was jetzt Canvas Defender macht, ist, es macht euch zufälliges Noise, also zufälliges Rauschen rein. Das ist nicht viel, man sieht das nicht wirklich. Es ist einfach so ein kleines bisschen im Hintergrund, was man halt, ja, was eben genau dieses Rauschen ist. Und genau damit kann man dann sozusagen dieses Fingerprinting verhindern. Ich kann jetzt hier auf Generate New Noise machen, dann sagen wir hier Canvas Defender is active und New Noise hash bla 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 bla. Das heißt, ich habe hier quasi ein neues zufälliges Rauschen generiert, sodass eben Canvas Fingerprinting dann auch wieder nicht mehr greift. Da der Canvas Defender allerdings leider nicht alles blockt, habe ich hier auch noch dieses Add-on gerade hinzugefügt, der Canvas Blocker. Und der ist nochmal ein Stückchen härter, sage ich jetzt mal. Den könnt ihr auch ganz normal installieren, wie jede andere Anwendung auch. Und dann hier über, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, hier über draufklicken, Einstellungen, könnt ihr nochmal die Einstellung verwalten. Es gibt hier mehrere Varianten, das Ganze zu verändern. Einmal kann man sagen, man möchte vortäuschen und man möchte quasi spoofen. Das kann erkannt werden, dass es gespooft ist, aber man kann dagegen nichts machen. Die Leute wissen dann bloß, okay, das seid nicht wirklich ihr. Das ist ein vorgetäuscht, ein nicht echter Canvas und darüber kann das Tracking blockiert werden. Auf der anderen Seite kann man sagen, wir wollen alles blockieren, wir wollen nur Einträge in der Whitelist erlauben, wir wollen nur Einträge aus der Blacklist blockieren oder wir wollen alles erlauben. Wir können hier auch einfach mal auf alles blockieren stellen, aber wie gesagt, vortäuschen ist eigentlich mein liebster Modus. Ich zeige euch auch gleich, warum. Und bei den Benachrichtigungen, die würde ich vielleicht ausschalten. Also klar, ihr könnt die Benachrichtigung auch drin lassen, dann kriegt ihr es mit, aber ich weiß nicht, ich mag die nicht so sehr. Genau, und ja, das ist eigentlich auch schon so weit das Tool eigentlich. Man kann hier bei den APIs auch noch man kann auch noch einstellen, was hier passieren soll. Und zwar, welche APIs tatsächlich verwendet werden oder welche APIs gespooft werden. Die Canvas API, die Audio API, Window API, DOM-Rect, Text, Metrics, Navigator und Screen API. Und es gibt wirklich sehr, sehr viel, was hier zum Tracking missbraucht werden kann. Vermischtes ist schlecht übersetzt. Misc, denke ich mal. Aber ja, genau. Okay, eine weitere Sache, die noch möglich wäre, sind Font-Fingerprints. Das bedeutet, welche Schriftarten sind auf eurem System installiert und welche Schriftarten stehen den Webseiten zur Verfügung. Und ja, das kann man auslesen. Das geht über JavaScript. Wenn man JavaScript blockiert, alles schön und gut, aber manchmal, wie gesagt, muss man halt JavaScript aktualisieren bzw. aktivieren, um eine Website überhaupt nutzen zu können. Und in vielen Fällen wollt ihr die Website halt trotzdem benutzen. Und deswegen, da wir hier einen Alltagsbrowser machen, wollen wir auch für unsere Font-Fingerprints ein bisschen was machen. Und die einzige Browser-Erweiterung, die das einigermaßen hinbekommt, ist BP Block Font Fingerprint. Wenn ihr eine andere kennt, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare oder sowas. Ich ergänze übrigens alles noch in der Beschreibung, falls irgendwas sich hier ändern sollte. Das Video wird gültig bleiben, okay? Oder ich mache es neu. Mal eine von den beiden Optionen. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich das jetzt hinzugefügt hier und ja, im Endeffekt, man kann auch nichts einstellen oder sowas. Es blockiert halt einfach Font Fingerprinting, was wir uns gleich noch angucken werden. Was auch ein sehr geiles Add-on ist, ist Decentralize. Das ist übrigens ein Wortspiel aus Decentralize und Eyes mit Augen zu, ne? Ihr versteht, was ich meine. Was im Endeffekt hier passiert, ist Folgendes. Dieses Add-on macht im Endeffekt eine Art, ups, jetzt habe ich wieder vergessen, in privaten Fenstern zu erlauben. Sorry, das muss natürlich immer stattfinden. Genau, Decentralize soll bitte auch
in privaten Fenstern erlaubt werden. So, was hier passiert ist folgendes. Wenn wir hier uns eine Website angucken, der Screenshot hier zeigt es eigentlich super gut. Wenn wir eine Website uns angucken und da sagen wir dann, okay, bitte lad doch mal zum Beispiel die Schriftarten von Google runter, ja? Von Google CDN zum Beispiel. Dann ist da relativ häufig ein bisschen so, okay, hat runtergeladen für diese Webseite. Und darüber kann natürlich auch Google rausfinden, ob ihr zum Beispiel eine Website aufruft. Das sind auch sehr, sehr viele Arten von Fingerprinting. Und was jetzt hier tatsächlich passiert ist, diese Sachen werden einfach zwischengespeichert und im Endeffekt der Content wird auf eine andere Art und Weise eben nicht über den Google CDN bei euch reingeladen. Und darüber wird natürlich hier auch dafür gesorgt, dass Google nicht mitbekommt, dass ihr Sachen ladet. Das ist eigentlich ziemlich angenehm und hier sehen wir auch, also man muss nichts dafür tun, das macht es einfach von Hand aus. Ihr könnt das ganze Ding einstellen, allerdings braucht man hier nicht mehr irgendwie wirklich was machen. Falls ihr allerdings Ausnahmen hinzufügen müsst, könnt ihr das natürlich hier rüber, also da unten quasi einfach reinmachen. Das heißt, einfach durch ein Semikolon trennen und schon war es das. Aber wie gesagt, hier müsst ihr eigentlich quasi gar nichts machen. So, und als letztes empfehlen viele noch einen Adblocker. Und den würde ich euch tatsächlich nicht unbedingt ans Herz legen, vor allem, weil ich natürlich auch davon betroffen wäre, denn ich und viele andere YouTuber und viele andere Websites leben halt einfach von Werbung. Aber Werbung kann auch anders möglich sein. Werbung kann sein, dass man zum Beispiel ungetrackte Werbung hat. Man kriegt einfach irgendeine Werbung vorgesetzt, so wie das früher beim Fernsehen auch war. Man schickt einfach sozusagen die Sachen rein und das war's dann auch schon. Und deswegen finde ich, das ist eine Möglichkeit, um Werbung zu sehen, um vielleicht auch Werbung zu sehen, die nicht ganz so zugeschnitten ist auf euch. Aber ja, wie gesagt, ohne Werbung würde es dieses Video hier nicht geben. Ohne Werbung wäre ich hier nicht tätig, hauptberuflich eigentlich fast schon. Und ja, deswegen würde ich euch bitten, einfach keinen Werbeblocker zu verwenden, denn der macht halt vielen einfach die Arbeit quasi unmöglich, weil viele Sachen immer noch auf Werbung basieren. Ansonsten gibt es halt überall in Zukunft Paywalls, was auch eine Option wäre. Falls euch das lieber ist, dürft ihr mir das gerne mal schreiben. Das wäre, wie gesagt, eine schöne Diskussion. Ist euch Werbung lieber oder ist euch, also Werbung, anonymisierte Werbung lieber, oder ist es euch lieber tatsächlich für die Inhalte zu bezahlen über YouTube Premium oder sowas? Weil, so wie ich das in meinen Einstellungen hier sehe über meinen Kanal, nutzt eigentlich fast niemand YouTube Premium. So, und jetzt zu den ultimativen Tests. Ich habe hier 4 Stück für euch aufgemacht. Ich glaube, ich habe sogar 5 aufgemacht. Ist das das? Nein, das ist nicht das. Das ist das von Decentralized. Ich habe 4 Tests für euch aufgemacht, die euch zeigen, ob ihr jetzt fingerprintet oder getrackt werdet oder wie auch immer. Und das erste ist schon mal ein gutes Beispiel hier. Fingerprinting über Canvas. Das ist nicht so einfach. Ihr könnt übrigens einfach mal googeln. Es gibt unfassbar viele Tracking-Scanner mittlerweile. Einfach mal googeln nach Tracking-Scanner oder Canvas Fingerprint oder Fingerprint-Scanner etc. etc. Und was wir als erstes sehen, ist schon mal sehr, sehr gut. Wir haben hier einfach nichts. Ja? Das ist schon mal super gut, dass hier einfach das Tracking nicht funktioniert hat. Das Problem an der Sache ist, manche Webseiten brauchen das und manchmal werdet ihr einfach eine Webseite so nicht aufmachen können. Und wenn ihr dann das Ganze erlaubt, das wäre dann über NoScript, da sagen wir einfach mal, okay, wir machen hier ein temporär Vertrauen rein, dann sieht das Ganze so aus und dann könnt ihr gefingerprintet werden. Auch wenn ihr einfach nur sagt, JavaScript soll zugelassen werden, für manche Webseiten braucht man es, wie gesagt. Das heißt, das ist nicht wirklich ein Schutz vor Tracking. Was aber ziemlich cool ist, ist folgendes. Der User Agent, also quasi unser Browser, sagt dem direkt, okay, hier bitteschön einmal gespooften Fingerprint. Ja gut, das ist okay für uns, dass er das hier erkennt als gespooften Fingerprint. Canvas Basic Support ja, Text API ja, Canvas to Data URL ja. Und dann sehen wir hier, das da ist gespooft mit persistentem Noise, also mit Zufall. Ja, das ist ziemlich geil. Hier unten genauso. Also die sind alle gespooft. Wenn ich jetzt hier aktualisiere, merkt euch mal EEF 25B und C6D. Dann sind die jedes Mal, wenn ich neu lade, anders. Und dadurch kann kein Tracking in dem Sinne passieren, weil jedes Mal, wenn ihr die Seite aktualisiert, habt ihr einen anderen Fingerprint. Und dann ist es kein Fingerprint mehr. Dann ist es, als hättet ihr jedes Mal einen anderen Fingerabdruck bei irgendwas, was ihr machen wollt. Und das heißt, natürlich kann man euch dann so nicht tracken. Wir sehen das Ganze übrigens hier oben auch mit den 2 roten Dingern. Ich fahre mal kurz drüber, mal gucken, ob da was steht. Schutz erfolgreich für Screen und Canvas. Und das sind die beiden Methoden, die hier verwendet wurden. So, es kann natürlich immer noch andere Methoden geben. Es gibt auch sowas total Behindertes wie Mouse-Tracking, das ist ganz furchtbar. Da wird quasi
abgelesen, wie ihr eure Maus bewegt. Also zum Beispiel, ich mache bei den Tutorials ganz gerne so, wenn ich über irgendwas drüber hovere, um euch zu zeigen, wo ich gerade drauf bin. Aber ja, das zu verändern ist super schwer. So, nächster Schritt wäre das hier. HTML5 Canvas Fingerprinting, das wäre über Browser Leaks. Und da könnt ihr sehr, sehr viel noch finden. Das werden wir gleich machen. Hier natürlich auch erstmal alles blockiert. Dem wollen wir jetzt allerdings mal temporär vertrauen. Google brauchen wir eigentlich da gar nicht. So, und hier sehen wir Canvas True, Text API True und hier sehen wir Possible Fingerprinting Attempt. Das war dieses Add-on hier, was uns diese Meldung gegeben hat. Uniqueness 100%, 0 von 100, 1.049.755 User Agents haben dieselbe Struktur. Das heißt, unser Fingerprint ist absolut eindeutig. Ja? Das kam einfach nur über dieses Bild, was hier gerendert wurde. Und jetzt schauen wir uns das mal an. A1DF72. 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 Oh, es ist was anderes. Ja, tja, damit kann man auch nicht wirklich tracken, weil es halt jedes Mal etwas anderes ist. Damit haben wir quasi diesen hier überlistet. Wir sind zwar nicht sicher vor Fingerprinting, ja, wir sind nicht sicher davor, aber wir haben jedes Mal einen anderen Fingerabdruck. Das heißt, man kann uns nicht identifizieren als wiederkehrender Besucher, als jemand, der schon mal auf der Webseite war und so weiter und so fort. Das ist ziemlich cool. Ihr könnt euch hier übrigens sehr, sehr gerne mal durchklickern. Die Sachen sind sehr, sehr gut. Also IP-Adresse, das mache ich jetzt nicht auf. Da steht dann eure IP-Adresse drin. JavaScript wäre natürlich dann ein JavaScript-Fingerprint, sozusagen, was wir hier genau haben. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn wir hier JavaScript wirklich aktiviert haben. Deswegen haben wir den Script-Blocker. Allerdings wird der hier jetzt tatsächlich nicht blockiert. Und wir haben hier wahnsinnig viele Informationen. Aber wie gesagt, ein Haufen davon ist auch tatsächlich gefälscht. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Google auf Fedora, das überhaupt nicht stimmt. Und zwar Chrome-Version, nicht Google, Mozilla, Fedora, bla bla bla, Chrome-Version 92, was nicht wirklich okay ist oder nicht wirklich stimmt. Auch die Sprachen hier unten, also Englisch ZA und Languages hier ist nicht wirklich korrekt. Das Do Not Track und so weiter, das ist natürlich wahr. Und ja, natürlich hilft das dann sehr, sehr stark, wenn wir hier das Tracking so deaktivieren. Natürlich sind einige von diesen Sachen immer noch unsere Sachen, aber ein Großteil davon wurde entweder gefälscht und wir können das jederzeit umstellen, indem wir hier beziehungsweise über Chameleon das Ganze einfach gelegentlich neu machen. Wie gesagt, stündlich bekommen wir hier auch was Neues. So, das heißt, hier ist schon mal viel eigentlich gar nicht mehr echt und damit auch eigentlich nicht mehr unser Fingerprint, sondern halt ein gefälschter. Dann WebRTC haben wir mal komplett deaktiviert. Wie gesagt, hier kann man auch testen, ob man das leakt und hier wird auch direkt eingestellt, ja, false. Also das heißt, wir leaken auf jeden Fall nicht unser WebRTC, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und das nächste, Canvas Fingerprinting haben wir ja schon gemacht. Und hier gibt es eben noch WebGL, Font Fingerprinting, Features Detection, Geolocation, Java Applet, Content Filters, Flash Player, Silverlight. Können wir alles mal durchgehen hier. Und wir sehen dann hier, okay, WebGL. Das wäre übrigens die Variante gewesen, dass wir das komplett blockieren. Das kann man natürlich auch machen, aber ich weiß nicht, ich benutze oder ich habe tatsächlich generell Sachen, die mit WebGL laufen, von dem her macht das bei mir nicht wirklich Sinn. Aber ich habe euch ja gezeigt, wo ihr das deaktivieren könnt. Das heißt, hier könnten wir sogar wahrscheinlich drüber getrackt werden, wobei wir hier auch tatsächlich einen gewissen Hash haben und der sollte sich sogar jedes Mal ändern. Achtet darauf, B1 und EF, damit fangen wir an. Und wir haben 7D und EE, also der verändert sich tatsächlich auch jedes Mal. Und damit landen wir beim Font Fingerprinting. Das ist das hier. Ihr seht hier schon direkt, Font Enumeration schlägt einfach komplett fehl. Report schlägt auch fehl und Fingerprint schlägt auch fehl über die Unicode Cliffs. Weil wir im Endeffekt sagen, ey, wir haben keine Schriftarten irgendwie zur Verfügung. Das kann zu einem Fehler führen in manchen Systemen, wo ihr irgendwie zum Beispiel Schriftarten auswählen wollt oder sowas. Da würde ich euch dann halt empfehlen, hier mal die Erweiterung zu blockieren für diese Seite oder irgendwie eine Ausnahme zu verwalten. Wobei die halt leider keine Ausnahmen kann. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich nur sagen, ich möchte die jetzt irgendwie so temporär mal deaktivieren, einfach hier so quasi ausmachen. Ich zeige euch mal, wie das kurz aussieht, wenn wir die Erweiterung ausschalten. Sieht so aus. Das heißt, wir haben hier 2311 Schriftarten und wir haben hier einige Glyphen und dieser Hash-Wert hier von der Font Enumeration, der verändert sich auch tatsächlich nicht, weil wir immer dieselben zur Verfügung haben. Das heißt, wenn euch das nicht stört, wie gesagt, es ist kein allzu tiefer Mechanismus in das Fingerprinting rein.
weil man eben nur die Schriftarten auslesen kann. Aber es sind eben doch ein paar Schriftarten und manche sind halt nur auf einem System, auf einem speziellen System verfügbar. Das heißt, es kann schon sein, dass darüber ein gewisses Fingerprinting gemacht wird. So, weiter geht's mit Webbrowser-Features und das ist der Feature-Hash, der JSON-Dump. Ja? Wenn wir das jetzt aktualisieren, 2DD, das bleibt auch immer gleich. Das heißt, wir haben hier Features eben in einer gewissen Liste und die kann man jetzt auch nicht mehr verändern. Aber das ist nun mal leider so, das werden wir auch so nicht machen können. Das Einzige, was halt hier wirklich was hilft, ist Scripts zu blockieren tatsächlich. Und nein, leider hilft hier auch der Browser Fingerprint oder das Chameleon hier oben nicht wirklich, weil eben die Feature-Liste ist ja trotzdem dieselbe. Hier hilft wirklich nur JavaScript zu deaktivieren. Aber wie gesagt, das sind nur 321 Features und die sind halt bei euch entweder da oder probably da oder halt nicht da. Oder maybe, ich weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen probably und maybe ist. Aber ja. Das lässt sich leider so nicht so einfach verhindern. Wie gesagt, JavaScript blockieren ist hier das Einzige, was euch irgendwie weiterbringt. So, HTML Geolocation API. Sehen wir hier tatsächlich, da passiert rein gar nichts. Die Third-Party-Scripts wurden blockiert und der Browser müsste euch eigentlich fragen. Jetzt aktivieren wir hier auch mal kurz die Third-Party-Skripte und sagen hier mal temporär Vertrauen. .org. So haben die das gemacht. Das ist ja interessant. So. Okay, also, und ja, hier sehen wir, Global Permissions were denied, das heißt, die sind nicht aktualisiert worden und Geolocation API wird nicht unterstützt. Also hier kein Tracking, haben wir ja ausgeschalten. So, JavaScript, ja, müsste auch oder ist auch hier tatsächlich direkt blockiert. Java Plugin wurde auch nicht gefunden oder, ja, ist auch einfach nicht verfügbar. Ich glaube, wir haben auch kein Java Plugin, oder? Das können wir auch mal ganz kurz testen, wobei, nee, halt Google müssen wir eigentlich nicht. So, also das heißt, hier kann man tatsächlich nichts machen, weil Java einfach nicht funktioniert. Das ist auch ganz gut so. Java-Applets waren furchtbar, uralt und machen keinen Sinn. HTTP-Proxy-Headers sind da und HTML5 Canvas Protection ist da. Der Rest ist not detected. Das heißt, ihr seid nicht im Tor-Netzwerk, beziehungsweise ihr seid zumindest nicht entdeckt bisher. Ihr habt kein WebGL-Blocking in dem Sinne, weil wir eben, wie gesagt, das Skript aktiviert haben. Ihr habt keine CSS-Font-Protection. Und auch kein Adblocker, das hatten wir ja vorhin kurz das Thema. Ja, also das sind im Endeffekt die Sachen, die dann relativ schnell gefunden werden. So, Flashplayer natürlich nicht drin. Flashplayer ist alt, genauso wie Silverlight. Das ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß hier. So, und jetzt haben wir hier noch ein paar andere Fingerprinter. Da lassen wir auch mal ganz kurz den Fingerprinter-Tester laufen. Na, komm, starte. Ach ja, richtig. JavaScript müsste aktiviert sein, damit wir das überhaupt starten können. So. Und wir sehen, der Test funktioniert gar nicht. Das heißt, der Test, ja, ist halt einfach unvollständig fertig gelaufen. Oder es sollte nur so weit laufen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehen wir, okay, ein paar Daten wurden schon noch gesammelt, aber die meisten davon sind halt einfach nicht unsere Daten. Screen Resolution, gut, ich lasse das gerade sowieso in einer virtuellen Maschine laufen, also von dem her Screen Resolution ist sowieso nicht meine. Betriebssystem wurde gespooft. IP-Adresse müsste man halt fälschen über Tor-Netzwerk, Proxy oder VPN. Dazu, wie gesagt, separates Video. Und die Schriftarten haben wir verändert, Timezone haben wir verändert, beziehungsweise könnten wir verändert. Den User-Agent-String haben wir verändert, Time und Date of Test. Okay, das geht halt nicht, das können wir nicht verändern. Plugins, die werden nur teilweise ausgelesen. Wie gesagt, man kann nicht alle auslesen. MIME-Types werden auch nur teilweise ausgelesen und ja, den Rest haben wir auch eigentlich soweit drin. Also, das läuft gar nicht komplett durch. Hier, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das läuft überhaupt nicht, wenn wir das JavaScript nicht aktivieren. Genauso wenig wie das hier. Da müssen wir auch JavaScript aktivieren und sagen hier Start und den Rest brauchen wir eigentlich nicht, oder? So, also Adblocker, keiner. Do not track, ja. Do not track via Navigator. Browser Fingerprint, NA, ja gut, also alles nicht funktionabel. Das ist doch schon mal ganz nett. Hier wurden sogar einige Tracker blockiert. Aber ja, das ist, können wir hier auch tatsächlich noch einstellen. Aber so, und die beiden berühmtesten kommen wahrscheinlich zum Schluss. Einmal haben wir hier der coveryourtracks.eff, Test Your Browser. Und der zweite ist MI Unique und dann kann ich hier eben mein View My Browser Fingerprint machen. Und dann sehen wir gleich einzelne Sachen. Testing Your Browser und das dauert ein bisschen. So.
Und wir sehen hier, ich habe hier, wie gesagt, auch JavaScript aktiviert, aber wir sehen hier auch, der User Agent ist super ungewöhnlich. Mozilla 5.0 haben nur 0,01% der Leute. Das ist auch gut so, das ist nämlich outdated, aber der ist halt nicht unserer. Das heißt, dieser Browser-Fingerprint ist vielleicht zwar unique und einzigartig, aber er ändert sich jedes Mal, wenn wir das Ding aufrufen. Das heißt, wir sehen hier Windows ist nicht unser System. Wir lassen es gerade hier auf einem Linux laufen. Firefox, gut, okay, das ist richtig. Version 68, ja, nee, ich glaube nicht. Die tatsächliche Version, die wir haben, ist Version 90. Und das ändert sich, wie gesagt, ich habe es jetzt hier tatsächlich auf minütlich gestellt, damit es auch jedes Mal sich aktualisiert. Dann haben wir hier kein JavaScript, das haben 27 oder 18,07% der Leute. Englisch haben 77% der Leute. Und dann haben wir hier einige andere Sachen. Und jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal. Und zwar mit einem anderen Fingerprint. Und sehen hier Fedora, super selten, Chrome, relativ häufig, Version 92, sehr, sehr niedrig. Und No JavaScript, gut, okay, das ist immer noch genau dasselbe. Aber ihr seht, es ist einfach kein uniker Fingerprint mehr, beziehungsweise er ist halt nicht unserer. Er ist halt nicht unserer und er geht jedes Mal in eine andere Richtung. So, und hier sagen wir, our tests indicate that you have a strong protection against web tracking, though your software isn't checking for do not track policies. Das halte ich aber für ein Gerücht. So, und hier haben wir eben einige Sachen, die wir hier auch eingestellt haben, also Timezone, no JavaScript, Cookies enabled, ja gut. Und so weiter und so fort. Also insgesamt haben wir eine ziemlich gute Tracking Protection jetzt uns geschaffen. Natürlich ist sie nicht perfekt, aber damit ist es noch einigermaßen machbar, sich im Internet zu bewegen. Es kann vorkommen, dass ihr jetzt Schwierigkeiten habt, dass ihr zum Beispiel kein Login with Facebook mehr habt. Dann müsstet ihr halt einige der Settings wieder rückgängig machen. Im Zweifelsfall die Cookies ein bisschen anders setzen und so weiter und so fort. Aber ja, für anonyme Zwecke ist das, glaube ich, eine relativ gute Situation, die wir hier geschaffen haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist wahnsinnig lang geworden, aber ich glaube, ich habe hier endlich mal so einen Rundumschlag gegeben, den viele von euch einfach auch haben wollten. In dem Sinne war es das von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.